5 Mopeds, kaum Vorbereitung und ein großes Ziel. Von Eisenach bis in die hohe Tatra, 40 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit und mehr Pannen als Fahrzeit. Aber dafür ein Abenteuer voller unvergesslicher Momente. Wo Ersatzteile fehlen, beginnt die hohe Kunst des Fuschens. Mal gucken, wie wir das wieder repariert kriegen. Das schaffen wir auf jeden Fall. Ich meine, wir sind Profis in sowas. Ja, wir müssen jetzt eine offene Kette bei dem machen und dann hoffen, dass keiner die abkriegt. Meinst du? Jetzt machen wir hier irgendwas, was Filter drüber, eine alte Socke oder so halt. Da kommt schon ordentlich was durch. Da kommt richtig was durch, ja, das war... Ja gut, das sollte nicht so sein. Das ist ein bisschen scheiße gelaufen, würde ich sagen. Fuschratgeber präsentiert die Simson-Tour in die Tatra. Endlich Kilometer machen. Wir sind gestern hier hochgefahren, nachdem wir irgendwann was zu essen gefunden haben. Ron und Paul liegen noch im Bett. Noah und Jonas sind scheiße. Wir werden jetzt allgemein feststellen, dass kein Moped heute ausfallen wird. Und um das zu garantieren, werden wir jetzt das große Moped-Streicheln einleiten. Du bist ganz, ganz lieb und du wirst heute keine Scheiße bauen. Auch du hast gestern deine Zicken gemacht, aber das muss sich ja nicht wiederholen. Weißt du, man kann aus Fehlern lernen und an seinen Aufgaben wachsen und das wirst du heute. Viel zureden kann ich dir nicht, aber du hast eine neue Telegabel bekommen, also der Vorbau ist neu, damit kann man auf jeden Fall wieder Geld erwirtschaften. Hier muss man eigentlich mehr als streicheln. Du kannst heute allen beweisen, dass mehr in dir steckt, als das Pannenmoped zu sein. Ja, und du wirst einfach heute keine Mucken mit deinem Drecksvergaser machen. Ja, ein Sprung. Er kann schon nicht mehr. Du musst rauchen. Wir starten heute mit einem ambitionierten Ziel, die deutsche Grenze zu erreichen. Dafür müssen wir aber knapp 400 Kilometer zurücklegen. Da wo jetzt der LKW ist eine ziemliche Bodenwelle. Aber man sieht die auch nicht, das ist richtig kacke. Weißt du, weil das halt immer so, manchmal hast du ja diese flachen, also die haben ja manchmal so geflickte Dinger, Ja. die halt so flach sind. Und dann haben die welche wieder, wo so Hückel sind. Aber du kannst nicht allen ausweichen, weil du nicht weißt, welcher ist. Und ich hab den halt absolut nicht gesehen und dann hat's halt wieder Klatsch gemacht, ne? Weil hier hat's halt mächtig geschliffen, aber es ist eigentlich noch relativ dick. Sehr gut. Ja komm, lass jetzt schnell mal weg von hier. Lass mal gucken, dass wir halt eine Tankstelle und irgend so einen Dreck finden. Oder halt was zu essen. Ab geht der Peter. So, wir waren jetzt hier im Billa. Hier stehen die Karren. Und jetzt gibt es unser klassisches Parkbankfrühstück, Kinder. Die Backtheke ist wirklich einfach gottlos geil. Oh, du Vollidiot, Alter. Das hat aber gerade gepasst zu deiner Geräuschkulisse. Jonas Lenker. Also, falls jemand von der Firma Satisfyer zuguckt, ich schwöre, ihr könntet das in euer Inventar aufnehmen, weil das vibriert kranker als alles, was ich jemals in meiner Hand hatte. Jetzt? Unsere Vermutung ist, dass das Lüfterrad dadurch, dass das ein bisschen... Wir haben das selber gebastelt mit anderen Schrauben, weil das Polrad eigentlich nicht mit Löchern für ein Lüfterrad quasi vorgesehen ist. Ja. Und
ist ein bisschen kacke reinzuschrauben und das hat sich jetzt wieder ein bisschen gelöst oder so. Und kann sein, dass dadurch einfach Ja, wir testen mal. wird. Ja. Wie schon gestern läuft es auch heute echt gut. Unser neuer Feind sind drängelnde LKWs auf den tschechischen Landstraßen, die uns oft in gefährliche Situationen bringen. Also, wir haben immer noch das Problem, dass dort ein Lüfterrad so eine 8 hat. Ist das bei dem Sitz auch so schlimm? Die Griffe sind das Schlimmste. Also eigentlich die ganze Karre, aber der Sitz geht, die Fußrasten gehen auch, weil ich die Hintern einfach benutze. Und die Griffe sind unerträglich. Ja, und jetzt unser Plan. Wir kriegen die Schrauben nicht ganz reingeschraubt. Hier noch eine Mutter drunter zu legen oder ein paar Unterlegscheiben. Ja, in der Hoffnung, dass wir es dann wirklich mal vernünftig montieren können. Also wir haben jetzt so 170 Kilometer heute geschafft bis jetzt, es ist so 14 Uhr. Wenn wir das nochmal fahren, dann sind wir in Deutschland, aber ich sehe das noch nicht so ganz. Aber wir hatten heute noch keine bedeutende Panne, oder? Wir sind mittlerweile im Großraum von Prag und neben immer dichterem Verkehrsaufkommen fängt auch das Wetter an, uns erstmals einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ja. Wie man sieht, hat es gerade endgültig angefangen zu regnen. Deswegen stehen wir gerade hier in der Tanke. Schöne Geschichte, wir sind vorhin hier so eine Landstraße gefahren, so parallel zu Prag. Na dann komm, erzähl auch weiter. Nein! Doch? Von der Story kann ich ja erzählen, aber Naja, das meine ich doch. das ist so ein Ring um Prag und der ist nur zwei Spuren, also eine Spur hin, eine Spur zurück. Kein Seitenstreifen, nur Leitplanke links und rechts. Und wir sind langsamer als die anderen und jetzt steigt Ron weiter ein. Nee, ich habe ja keine Ahnung davon. Du bist auch ein Held, sagst er so jetzt erzählt, Ey. du crashst direkt nach dem Ja, ersten weil er Satz. Scheiße gelabert hat. Weil du ein Blödmann Lass bist. sie doch einfach quatschen, Alter. Ja, auf jeden Fall war hinter uns ein LKW, der halt nicht überholt hat und die ganze Zeit zugemacht hat, dass halt keiner überholt. Und dann kam irgendein polnischer LKW einfach an und ja, dem war es egal. Der ist einfach 3 LKWs hinter dem, hat er gefühlt angefangen und wir haben schon gesehen, ja okay, sehr sportlich. Und der Gegenverkehr, also man hatte schon sehr viel Platz. Das Problem ist, so ein LKW ist natürlich auch nicht der schnellste. Und als der LKW so neben uns war auf einmal der Gegenverkehr auch da und dann ist der langsam rübergezogen. Und ja, und dann ist er irgendwann wieder auf unsere Spur gekommen, nur dass wir da halt gerade gefahren sind. Die Beine werden nass. Und ja, dann hatten wir zwischen LKW und Leitplanke nur noch so einen Meter, wo du dann fahren konntest, weil der Penner sich gedacht hat, hier überhole ich halt einfach mal. So ein Quatsch. Und dann, ja, war es ein bisschen sehr eng gewesen. Wir haben es überlebt, es sind noch alle 5 am Start. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier den Regenschauer noch überleben, weil das ist auch ein bisschen sehr extrem gerade, was hier abgeht. Wir sitzen den Regen so gut es geht in der kleinen Tankstellenkneipe aus und beschließen, dass wir unser Lager in einem 500 Meter entfernten Wäldchen aufstellen. Jetzt haben wir den Haufen hier so zusammengekleistert. Alles aneinander. Da hinten steht das und Jonas Heinz, das tun wir jetzt auch noch irgendwie damit ranstellen und dann hauen wir hier das Tarp noch drüber.
Boah, geil. Den Rest seht ihr dann, wenn es wieder hell ist. Heute konnten wir mit 340 Kilometern den gestrigen Tag nochmal um einiges toppen und das nicht zuletzt wegen fehlenden Pannen. Wenn wir morgen ankommen wollen, müssen wir aber nochmal alles geben. Fortsetzung folgt.